So, Sendungsverfolgung. Ja, dann sollte das ja eigentlich gleich da sein. Oh, das nenne ich mal Timing. Hier ist es ja wunderbar. Gut, dann kann man das ja. Aber was zum Henker ist das denn? Ja, und damit moin bei kugelbahn.de. Ihr ahnt schon, was hier in diesem Karton drin sein wird. Es wird natürlich das Gravitrax Action Set Death Star sein. Ich mache jetzt hier mal den Umkarton auf. Ravensburger hat anlässlich des 50-jährigen Logo-Jubiläums, so alt ist das dreieckige blaue Logo mit dem Schriftzug drin. Neues Klebeband um die Kartons, das war sonst weiß. Und hier ist auf jeden Fall erstmal jede Menge Füllmaterial. Okay, sehr viel Füllmaterial. Und weg damit. Und hier sieht man schon das Set. Ich habe hier noch die andere Kamera stehen und das liegt jetzt mit der Rückseite da drin. Jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. Oh, das passt aber gerade so in den Karton rein hier. Achtung, oh, das Ding ist auf jeden Fall super schwer. So, gucken wir uns das mal in der Detailkamera hier etwas genauer an. Und zwar ist das Frontset und das sieht meines Erachtens nach auch so aus, wie es auf der Messe auch schon stand. Hier ist schon ein bisschen was zermackt, aber es sieht hier schon mal ganz cool aus, weil hier sind so Reliefs drinne an der Seite an dem Karton. Und das gleiche ist auch hier nochmal. Also der sieht schon ein bisschen hochwertiger aus. Und ich versuche jetzt mal die richtige Stelle zu finden, wo ich den öffne. Hier waren, glaube ich, so... Ja, hier ist was versiegelt. Das mache ich jetzt mal ganz vorsichtig auf. Jetzt müsste ja irgendwas passieren, ne? Ja, aber jetzt kriege ich das hier raus. Okay, und hier drinne ist dann nochmal ein richtiger Karton quasi. Hier ist auch so eine geprägte Star Wars Schrift. Hier ist nochmal starwars.com und das Disney-Logo. Und hier ist nochmal Ravensburger. Und hier in dem Bereich ist etwas vom Todesstern abgebildet. Das ist aber die Rückseite. Hier steht nochmal Gravitrax. Hier ist der Rest des Todessterns, der auf der anderen Seite dann weitergeht. Ravensburger und das geprägte Star Wars Logo. Die Schriften hier sind nicht geprägt oder nicht so ausgeprägt wie die Star Wars Schrift. Und jetzt würde ich sagen, mache ich den Karton einmal auf und ich wünschte mir, ich habe es noch nicht gesehen, dass die Sachen schön geordnet da drin sind und nicht in Tüten, aber es sind Tüten. Okay, dann gucken wir jetzt mal genauer rein hier. Der Karton ist wirklich schon sehr groß. Ich muss den mal so ein bisschen seitlich machen. Ganz oben ist natürlich das Anleitungsheftchen, wo sehr wahrscheinlich auch wieder ein paar Bahnen bei sind. Man sieht schon hier, da sind die runden Todessternplatten. Das ist ziemlich dick, das Heft. Ist hier eine Seitenzahl drin. Ja, 47 Seiten oder 48. So, dann sind hier eine Tütchen mit den Transferstäben. Dann für die Pro-Säulen in nicht grün, sondern in diesem dreckigen Star Wars Sandfarben. Ich weiß nicht, wie man diesen Farbton bezeichnen soll. So ein dunkles Beige. Für die Säulen die Innenteile. Dann Flex-Tubes, ebenfalls in Star Wars Beige. Dann eine Gaußkanone, ebenfalls Star Wars Beige. Ich werde die Farbe Star Wars Beige jetzt nicht noch einmal erwähnen. Die beliebten Einsätze wie Weiche und sowas alles ebenfalls in dieser Farbe. Dann gibt es die Außenhüllen für die Pro-Säulen. Die sind einfach grau geblieben. Da gibt es also nichts Neues. Dann ganz neu verpackt die Höhensteine in Pappstreifen reingeklebt und nicht mehr in Plastiktüten. Okay, das spart auch, glaube ich, Platz. Ne? Wie sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Das sind dann 48 graue Höhensteine. Hier sind die ganz normalen Basissteine für Splash und sowas zum Einsetzen. Die haben auch keine Star Wars Prägung da drin oder so. Dann gibt es hier das Tütchen mit den Kurvensteinen.
Da mache ich jetzt mal eine auf, denn die haben diese Prägung da drin. Oder was heißt eine Prägung? Es ist so ein, ja, das halt so aussieht wie die Oberfläche des Todessterns. Es ist aber rein weiß und nicht jetzt in irgendeinem Grauton, so wie diese Prototypenteile auf der Messe in Nürnberg ja noch waren, weil da war das ja noch 3D gedrucktes Zeug nur, aber diese Steine sind jetzt rein weiß. Das hier wird die Spiralenteile sein, die Basissteine für die Spiralen. Hier sind die Ober- und Unterteile für die Pro-Säulen drin. Dann gibt es hier dasselbe nochmal hier mit den schwarzen Höhensteinen, ebenfalls jetzt in Pappe verpackt. Das sind Raumschiffe zum Zusammenbauen. Das sieht aus hier wie so ein X-Wing-Flügel, einer davon zumindest. Ja, das sieht schon mal fast aus wie ein Raumschiff hier, ne? Ja, genau. Dann weitere Teile, die hier in der Bahn verbaut werden können. Diese Türme, die drehen sich oben auch, aber es ist jetzt meines Erachtens nach keine Funktion da, um die drehen zu lassen, wenn die Kugel da durchläuft. Ansonsten sehen die halt so aus hier und das Oberteil lässt sich beliebig drehen um 360 Grad. Hier ist eine ziemliche Lücke drin. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob das jetzt irgendwie nicht so ganz passt. Ach doch, durch Zusammendrücken geht diese Lücke dann auch zu. Okay, das ist ein Einsatz hier. Ach so, genau. Das ist ein Einsatz, wo man dann natürlich auch entsprechende Basissteine für braucht. Dieser kleine Turm, der geht hier vorne rein und dort raus. Heißt also, das ist eine Kurve, wo die Kugel durchläuft und der würde dann in so einen normalen Basisstein hier reingehen. Der große Geschützturm hier, der geht geradeaus durch und dafür brauche ich dann so einen Basisstein aus der Tunnelerweiterung, weil das hier natürlich nicht möglich ist. Dann läuft die Kugel zwar rein, aber nicht mehr am anderen Ende raus, weil das sind ja die Öffnungen in 3 verschiedene Richtungen. Den kleinen Geschützturm gibt es gleich zweimal und auch den großen Geschützturm gibt es zweimal. In der Tüte sind noch die Trichter, die Weichen und so weiter drin. Die haben allerdings auch keine weitere Star Wars Prägung, nenne ich es mal. Und hier sind jetzt Schienen drin und die sind ebenfalls neu und zwar in klarem Plastik hergestellt oder aus klarem Plastik hergestellt. Hier ist die 1er Schiene. Das ist die 2er Schiene, ebenfalls aus klarem Plastik. Selbstverständlich gibt es dann auch die 3er Schiene, ebenfalls aus klarem Kunststoff. So, okay, die machen wir erstmal weg. Und dann gibt es hier noch eine Tüte mit weiteren Raumschiffen. Das werden die TIE Fighter sein. Hier ist auf jeden Fall ein Scoop drin, ebenfalls in diesem nicht grünen. Spiralenteile gibt es auch. Das hebe ich mir jetzt kurz mal für später auf. Hier sind noch ein Looping drin. Nee, das ist der Dropper. Davon gibt es sogar gleich 2 Stück, wenn ich das richtig sehe. Das Fußteil von der Scoop und dann haben wir hier noch Transfers drin. Dann gibt es natürlich logischerweise auch Kugeln, gibt es auch. Dann ist hier noch ein Spinner mit bei, eine schnelle Schiene und eine langsame Schlange-Schiene. Und jetzt kommt das Wichtigste, die neuen Grundplatten im Todesstern-Design. Also das ist so ein Zwischenstück hier und dann gibt es hier noch was, aber das bauen wir ganz auf gleich. Das sind auch hier jede Menge Teile hier drin. Und was halt irgendwie schön ist, es ist schon ausgestanzt und man braucht die Plättchen nicht mehr aus den ganzen Grundplatten rausdrücken. Ihr seht schon hier, ich packe jede Menge Zeug aus. Es ist auch ganz schön viele Grundplatten da drin und das sind die Spezialgrundplatten. Da wollte ich jetzt eigentlich auch genau darauf zu sprechen kommen. Das ist der Millennium Falcon von Hans Olo oder wie er heißt und das ist der Todesstern, nicht der Sternzerstörer, so genau. Ja, ich bin etwas verwirrt gerade, wie das hier gehen soll, weil ich habe hier 2 Teile. Ich denke, dass eins von unten durchgesteckt werden muss und eins von oben drauf. Aber das geht irgendwie nicht so ganz richtig. Keine Ahnung gerade. Ich werde es aber rausfinden, denn ich baue ja jetzt sowieso hier alles erstmal auf. So, Lili, dann nehme ich euch ein bisschen mit ins Chaos und zeige euch jetzt, wie diese transparenten Teile an diesen Sternenzerstörer zum Beispiel dran gemacht werden. Also ich habe schon hier eins.
Ich mache jetzt nochmal hier die beiden Teile. Und zwar ist das so ein breiteres mit so einem breiteren Rahmen. Und hier ist noch ein kleineres Gegenstück dazu. Dieses breite legt ihr einfach hier in diese Öffnung rein. Man wird es wahrscheinlich nicht so gut sehen können, weil es halt transparent ist. Und den anderen, den drückt man dann in die Öffnungen hier so rein. Und dann ist das drinne und hält natürlich auch, weil das ja, wie man gut gehört hat, richtig schön einrastet. Und dann lässt sich hier auch der Höhenstein draufsetzen. So sieht eine Star Wars Spirale aus. Und so sieht ein Star Wars Transfer aus. Das ist jetzt der Dropper, das neue Teil. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Mixer von einem Mixer, also ein Trichter von einem Mixer. Nur das Loch ist halt viel größer, weil da etwas anderes natürlich reinkommt, und zwar diese Teile. Ich glaube, das muss es von oben durchstecken. Oder wie, oder was? So einrasten. So, damit der sich schon mal hier drehen kann. Und der andere kommt dann scheinbar von außen dagegen. So. So soll das sitzen. Okay, in den 60 Grad Schritten rastet das Teil dann auch ein. Und hier lassen sich dann Schienen reinhängen und dann rollt die Kugel da rein und raus. Das sieht hier innen etwas, naja, nicht so schön aus, aber wird schon seinen Zweck erfüllen. Ich denke, da hast die Kugeln hier drin weniger lange laufen wie in so einem normalen Trichter, wie man ihn ja kennt. Hier sind die TIE Fighter. Ich fange jetzt aber mit den X-Wings an. Das sind dann hier diese Zeichnungen. Dieses Mittelteil braucht man. Dann braucht man, glaube ich, das Oberteil. Ja, sieht schon mal gut aus. Der muss da drauf und dann kommt hier das Gegenstück drauf. Ja, das sieht schon aus wie ein X-Wing, keine Frage. Sollte bei kleineren Kindern auf jeden Fall jemand helfen, weil hier doch irgendwie 4 Teile gleichzeitig auseinanderfallen wollen. Aber jetzt habe ich es hingekriegt. Also wer dann einen Tropfen Sekundenkleber rein machen möchte, macht es wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber so sieht ein X-Wing aus. Und dafür gibt es ja dann noch diese Stangen hier, die dann ja noch hier reingesteckt werden, und so werden die dann in die Bahn reingesteckt. Und dasselbe mache ich jetzt noch mit den TIE Fightern. So, same procedure, wie gesagt, mit den TIE Fightern. Ich habe ja den einen hier schon provisorisch zusammengehämmert. Ich muss jetzt mal die ganzen Teile ausschütten, und letzten Endes brauche ich ja hier unten dann nur das Unterstück noch. Ist ja filigraner, das muss ich da einfach nur da drauf drücken, richtig? Und dann muss ich noch den Flügel hier wieder dran machen. Und dann, ja, also die sind jetzt nicht so sonderlich cool, die Dinger. Ich meine, dass die TIE Fighter ja auch eher so ein Anthrazit sind. Das ist irgendwie so ein Graublau. Und hier die X-Wings, die sahen ja meistens so gräulich aus. Das ist natürlich grau, die hatten aber noch rote Streifen dran. Gab auch welche mit blauen Streifen. Das fehlt ja total hier jetzt irgendwie. Also sieht etwas eintönig aus. Aber gut, ich selber brauche es wirklich überhaupt gar nicht. Ja, ich habe jetzt die ganzen Sachen aufgebaut, weitgehend fertig, müsste eigentlich alles gewesen sein. Und jetzt suche ich mir aus dem Heft hier eine Bahn aus, die ich dann aufbauen werde. Ich schaue mal gerade rein, wie viel es dann gibt. Also hier ist Bahn A. Und dann endet das, hier ist schon Bahn E, dann dürfte noch Bahn F da drin sein, und dann war es das wahrscheinlich. Ja, ich denke, ich nehme mal die Bahn F und die baue ich jetzt hier auf, und wir schauen mal, was da hinterher dabei rauskommt. Wäre ja mal ganz schön, wenn auch eine Bahn rauskommt, die in dem Anleitungsheft steht, die auch funktioniert. Schauen wir mal.
Todesstern. Die von der Platte mag ich gern. Die Farbe ging mir kaum noch schlimmer, aber irgendwas ist immer. Kreisrund ist der Todesstern. Die von der Platte mag ich gern. Die Farbe ging mir kaum noch schlimmer, aber irgendwas ist immer. So, hier ist das Anleitungsheftchen und hier sind die Teile, die jetzt bei der Bahn F übrig geblieben sind von dem ganzen Set, und hier nebenan ist natürlich die Bahn selber. Und ich habe schon mal einen kurzen Probelauf mit der roten Kugel gemacht gerade. Das hat also schon mal funktioniert, und man sieht halt hier diese runde Baustelle, also die runden Bauplatten, wo das Gravitrax drauf gebaut wird, und hier sind auch die TIE Fighter und die X-Wings drauf gebaut und auch die Geschütztürme. Und hier habe ich eben was Falsches erzählt. Es ist also jeweils ein Geschützturm mit einem geraden Durchlaufen, großer, und auch ein großer Geschützturm wie hier, wo die Kugeln dann um die Kurve da durchlaufen. Also hier rein und da raus Richtung Kanone. Genau. Und dasselbe ist natürlich auch bei den kleinen Geschütztürmen so. Hier ist der mit der Kurve. Und wo ist denn der andere? Hier lag auch noch ein schwarzer Höhenstein. Wo ist denn der andere Geschützturm, der kleine? Ach, hier oben drauf ist der, genau. Und hier laufen die Kugeln gerade durch Richtung Transfers. Und ja, vom Aufbau her, das sieht schon ganz nett aus hier. Ich glaube auch, dass die Kurvensteine aus einem besseren Material sind wie die alten, weil die sich irgendwie besser anfühlen. Und was halt etwas schade ist, so wie hier bei dem 3 in 1, nehmen wir mal kurz raus, da ist halt nichts mit Star Wars Struktur drauf. Das ist halt etwas schade. Hier hätte man sich die Mühe vielleicht noch machen können, weil bei den Kreuzungen, so wie hier die zum Beispiel, ist es halt auch mit drauf. Und auch bei dem Trichter, da fehlt es halt auch wieder. Wenn, dann hätte man auch gleich alle Teile damit machen können. So, dann zoome ich mal ein bisschen raus und dann starte ich jetzt mal die Bahn. Ich muss hier erst mal, glaube ich, was laden, genau. Eine Kugel bleibt doch übrig, den Transfer noch zurückgesetzt hier. Gaußkanone ist, und dann sollten die Kugeln eigentlich hier in der Mitte im Ziel landen, da unten das. Und ja, schauen wir mal. Keine Ahnung, ob das klappt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt quasi das erste Mal. Das sah jetzt schon mal nicht so gut aus für die blaue Kugel. Da hat es mit dem Transfer nicht hingehauen. Aber die zwei hier sind auf jeden Fall da. Auch wenn die blaue über einen Umweg gelaufen ist. Das hat nicht so ganz geklappt. Ja, ein Fazit zum Gravitrax Action Set Death Star. Ich war erst skeptisch, ehrlich gesagt, und dann habe ich das Ding ja jetzt aufgebaut und da kam so dieses alte Gravitrax-Fieber zurück. Ah, du baust was Neues auf und das riecht ja dann auch so schön und das fühlt sich auch so neu an. Und apropos fühlt sich neu an, ich glaube, dass diese Kurvensteine aus irgendeinem neuen Material möglicherweise sind, weil die sich irgendwie total neu anfühlen und könnten darum vielleicht auch nicht mehr so schnell vergilben. Man weiß es nicht. So, Negativpunkte gibt es natürlich auch, und da hätte ich zum Beispiel als erstes die transparenten Ebenen, die keine transparenten Ebenen mehr sind, sondern halt hier an diesem Beispiel der Millennium Falcon. Alles schön und gut, muss ja auch dazugehören, aber wenn ich eine Kugel auf die Ebene drauf schießen will oder mit einer Scoop hochheben will, dann sieht man schon, dass
der Rand hier am Millennium Falcon viel zu breit ist. Und wenn die Scoop jetzt hier steht, dann werde ich niemals diese Kugel in diesen Kurvenstein reinwerfen können, weil das halt einfach zu großer Abstand ist. Und das ist so der Nachteil, wenn man dann bei dem Set keine transparenten Ebenen dabei hat. Und ich habe noch einen weiteren Negativpunkt, und zwar, was ich ja schon in Nürnberg auf der Messe angemäkelt habe, sage ich mal, ist die Farbe hier. Das ist so ein dreckiges Beige. Irgendwie sieht das nicht so ganz gut aus, finde ich. Das ist irgendwie, passt halt nicht. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man das Grün gewohnt ist. Neben den negativen Sachen gibt es natürlich auch positive Sachen, und das sind zum Beispiel die Kugeln hier, die natürlich speziell sind. Und zwar, ich versuche das mal hier reinzuhalten, ich weiß nicht, ob es klappt. Da sind so Aufdrucke drauf. Das sind so Star Wars Helme, wahrscheinlich von irgendwelchen Leuten aus den Filmen. Ich werde da jetzt nicht in der Lage sein, irgendwelchen Namen zuzuordnen oder sowas. Und die sind alle verschieden und auch auf den silbernen Kugeln drauf und auch auf der grünen, roten und auf der blauen sind diese Sachen auch drauf gedruckt. Das Spannendste an diesem Set sind die runden Grundplatten, finde ich wirklich. Das ist mal eine total andere Bauform. Das Set gefällt mir trotz anfänglicher Skepsis also wirklich ziemlich gut. Ja, Fazit. Für 99 €, wer Star Wars Fan ist, wer Gravitrax Fan ist, der hat das Geld schon parat liegen wahrscheinlich und rennt in den Laden und wird sich das Ding holen oder es sich zu Weihnachten wünschen. Zu Weihnachten wird das Ding wahrscheinlich so laufen wie geschnitten Brot. Und ansonsten, wer es nicht unbedingt braucht und diese Deko-Sachen albern findet und die Farbe nicht gut findet, der kauft es sich lieber nicht. Ja, dann würde ich sagen, Fans kaufen das, Nicht-Fans lassen es einfach bleiben. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Abonniert kugelbahn.de, aktiviert das Bimmelbammelglöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Und tschüss. Aber neben dem Negativen gibt es natürlich auch positive Sachen. Und mir fallen nur keine ein. Nein.